damit herzlich willkommen zurück zu 911 Scales. Heute haben wir mal ein richtig cooles Auto. Was heißt mal? Wir haben eigentlich immer richtig coole Autos, oder? Ja, eigentlich schon. Kann man so sagen. Heute haben wir eine 997, etwas, was ja auch nicht allzu häufig beim Porsche Zentrum auf dem Hof steht. Und ja, wir haben ein Carrera S Cabriolet. Genau, das Auto ist aus 2008. Also ist im Endeffekt gerade mal 13 Jahre alt. Hat dementsprechend auch wenig Kilometer, 38.000 Kilometer ist für so ein Fahrzeug natürlich gar nichts. Ja, das stimmt. Und der 997 hier ist absolut im Neuzustand. Deswegen schauen wir uns den heute auch mal an. Der Vorgänger, der 996, der ist jetzt ja schon im Porsche Classic Programm. Das heißt, die hier sind als nächstes dann dran. Ja, hoffentlich. Und auch wieder ein super besonderes Fahrzeug, weil wir die einfach so nicht mehr auf dem Markt bekommen in dem Zustand. Ja, eine saubere Porsche-Historie, unfallfrei, nachlackierungsfrei sogar. Also das Auto ist wirklich super. Ja, geil. Ja. Also ich freue mich jetzt schon gleich mega drauf, hier hinter das Lenkrad zu dürfen. Laura fährt gerade noch eine extra Runde, bevor sie gleich wieder hinter den Schreibtisch muss. Das bringt halt Spaß, oder? Auf jeden Fall. Wie fühlt sich an im Vergleich zum neuen 992? Ganz anders? Komplett anders. Also es ist halt einfach durch Schaltgetriebe, ja, und ist noch nicht so viel Elektronik drin. Es ist einfach ein anderes Fahren. Macht aber super viel Spaß. Ich wollte unbedingt mal 997 fahren, aber die Autos sind so selten bei einem Porsche Zentrum zu Verkauf. Und dann stand der hier natürlich sofort, oder? Und es ist ein Schalter. Ein Schalter. Fühlt sich ganz anders an als alle modernen Autos, die ich bisher gefahren bin. Komplett anderes Fahrgefühl. Die Lenkung fühlt sich total alt an, aber gut. Das Schalten auch. Ganz anders als in dem Boxster GTS 4.0. Keine Autoblindfunktion, man muss alles selber machen. Wir haben 385 PS aus dem 3,8 Liter Sauger. Selber Motor wie auch im 991.1. Wir haben keine Sportabgasanlage, kein Sport-Chrono-Paket. Das Auto fühlt sich richtig oldschool an. Also 13 Jahre ist zwar natürlich alt, besonders jetzt in der Relation zu den ganz neuen Fahrzeugen, die wir eigentlich hier immer fahren, aber fühlt sich wesentlich älter an. Aber wirklich in a very good way, ja? Also wirklich geiles Teil. Und das Schalten. Es ist einfach, es bringt so Spaß mit dem Schaltgetriebe. Ich bin so froh, dass das hier ein Schalter ist. Und ich finde, das Schalten hier fühlt sich in dem für mich persönlich angenehmer an als in dem 718 GTS 4.0. Da war mir das alles ein bisschen zu schwergängig. Hier ist das alles ein bisschen leichter, ein bisschen angenehmer. Aber das heißt auch nicht, dass es leicht ist. Man muss sich schon konzentrieren. Fahrzeug fühlt sich auch wesentlich langsamer an als alles andere, was wir hier gefahren sind. Aber es ist, ich hau jetzt mal einen raus, das lustigste Fahrzeug bisher. Wer wirklich fahren möchte, 997 lohnt sich. Das Schalten bringt so Spaß, auch in kleinen Geschwindigkeiten. Ich glaube, so langsam wie hier bin ich noch nie gefahren. Man muss auch wirklich ein bisschen mehr aufpassen. Das Fahrzeug fährt sich nicht so stabil wie ein 992. Deswegen gehe ich das hier alles mal ein bisschen langsamer an. Aber es bringt so Spaß.
Sportabgasanlage wäre jetzt natürlich geil fürs Video gewesen. Aber dieser Porsche-Klang, dreht so bis knapp über 7000, 7200. Da schreit er schon. Ja? Mit Sportabgas wäre natürlich noch brutaler. Lenkung ist etwas ganz Spannendes. Als der 991.1 kam, ja mit der elektrischen Lenkung, da wurde ja sehr gemeckert. Ich verstehe warum. Es fühlt sich hier direkter an, ist aber allgemein langsamer, sag ich mal. Und auch unpräziser. Dafür kriege ich jetzt vielleicht gerade in diesem Moment viele Hasskommentare. Aber ich finde die elektrische Lenkung besser. Wobei das hier zu dem Charme von diesem Oldschool Porsche sehr gut passt. Aber es ist so ein bisschen das Beste aus beiden Welten. Es fühlt sich alt und charmant an, hat aber die moderne Technologie. Man kann ihn auch immer noch problemlos im Alltag fahren oder auch bis nach Südfrankreich runterfahren. Das ist alles problemlos. Man hat auch noch Bluetooth und so. Wunderbar. Aber es ist halt dieses unheimlich Charmante und das macht diese Autos halt so genial. Und wenn mal so ein Fahrzeug hier bei einem Porsche-Zentrum steht, jetzt haben wir 38.000 Kilometer auf dem Tacho, Interieur, top. Ja, hier sieht teilweise exakt aus wie neu. Das lohnt sich einfach nur. Da braucht man auch nicht großartig drüber nachdenken, ob man so ein Auto kaufen will oder nicht. Einfach zuschlagen, ganz klar. Ich sage das jetzt sonst nicht so direkt, kauft ein Auto, aber kauft dieses Auto. Ihr werdet so unheimlich glücklich sein bei dem. Hätte ich nicht erwartet. Einmal muss auch mal sein. Ist auch nicht schnell. Also klar, 385 PS sind 385 PS. Und 2008 war das bestimmt auch schnell. Aber selbst so ein kleiner 2 Liter Boxster oder Cayman wird problemlos mithalten, wenn nicht sogar schneller sein. Aber es ist halt nicht so charmant. Da haben wir ihn. Aquablau Metallic. Geiles Teil. Sieht aber natürlich schon ein bisschen älter aus als die anderen Porsches, die wir auf dem Kanal hatten. Ne? So gerade hinten die Lichter. Die typischen Lego-LEDs aus der Zeit, die altern halt nicht sehr gut. Ja, hinten natürlich, wir haben 4 Endrohre. Auch wenn es jetzt nicht die Sportabgasanlage ist, wäre fürs Video schöner gewesen. Im normalen Fahren stört einen das eigentlich nicht. Das Fahrzeug kann tatsächlich auch sehr leise sein, sehr angenehm sein, richtig für lange Distanzen. Hier noch das ganze alte Styling vom 11er, da der Heckflügel, habe ich euch auch schon gezeigt im Video. Riesengroßes Ding, wenn der sich ausfährt. Der alte Carrera S-Schriftzug. Seiten natürlich die alten Räder, 18 Zoll hier verbaut. Mal was ganz anderes als 20 und 21 Zöller wie beim 992. Tankdeckel war mir aufgefallen, der hat auch eine andere Funktion. Den muss man hier aufdrücken und dann ist er offen. Und allgemein bei dem Fahrzeug fällt mir auf, es ist sehr viel metallnah alles. Es ist alles viel schwergängiger als bei den neuen Autos. Ja, die Front vom 997, sie kommt so langsam in die Jahre, aber ich finde, sieht immer noch gut aus, immer noch frisch. LED-Tagfahrlicht gibt es natürlich auch. Wir haben Xenons als normale Hauptscheinwerfer. LEDs gab es damals halt noch nicht, wirklich nur in der Heckleuchte und für die Tagfahrlichter. Kofferraum, da auch nochmal hier auf die Schwergängigkeit, wie das klingt, ist ein bisschen schwer zu vermitteln. Hier jetzt unter meinen Saugnäpfen
Hier haben wir auch das Windshot fürs Cabriolet, das beim 997 noch manuell, nicht automatisch wie beim 991. Und wenn ich jetzt hier den Kofferraum schließe, das klingt halt noch ganz anders, klingt viel oldschooler. Interieur jetzt hier mal wirklich das Highlight von dem Auto. Graues Leder überall und auch ein absolut super Zustand hier oben. Das sieht wirklich perfekt aus wie neu, als wenn das gerade aus dem Showroom kommt, das Auto. Fahrersitz hat natürlich ein paar Gebrauchsspuren, aber für 13 Jahre ist das auch wirklich alles zu verkraften. Und das Beste natürlich, wir haben ein Schaltgetriebe. Es ist so geil, das Ding bringt so Spaß. Lenkrad ist, glaube ich, hier noch aus dem Vor-Facelift. Das ist einer der allerersten 997.2 aus dem Jahr 2008 und ich glaube, bei den ersten haben die noch das alte Lenkrad verwendet. Ist aber tatsächlich eigentlich wunderbar. Ich dachte immer, wenn ich das früher auf Bildern gesehen habe, wirkte das sehr wuchtig. Beim Fahren ist das eigentlich wurscht. Sitze haben wir hier die manuellen. Das heißt, wir gehen manuell vor und zurück, hoch und runter. Und dann haben wir die elektrische Rückenlehne. Und das sind ja auch schon die, man würde sagen heute die Sportsitze Plus, die dann hier noch diese extra Polster für die Schultern haben. Und die sind auch wunderbar, die Sitze passen perfekt zu dem Auto. Wir haben das Auto angeschmissen. Wir sehen da gerade den Verbrauch von 16,6 Liter. Leute, ne, wir sind hier wirklich gerade eigentlich nur sportlich unterwegs gewesen. Das Auto bringt so viel Spaß. Und mit diesem Hebel hier unten können wir die Anzeige unter der Geschwindigkeit durchwählen. Kann man noch die Reichweite sich anzeigen lassen, Zielführung, Durchschnittsgeschwindigkeit und so weiter. Und das ist auch wirklich die einzige Anzeige, die man umstellen kann. Der ganze andere Rest ist fix, richtig oldschool, kein bisschen digital. Wir haben schon Infotainment, ja, das kann man sich auf die Karte anzeigen lassen. Das ist auch schon Touchscreen, aber die Bedienung ist sehr gewöhnungsbedürftig. Braucht man eigentlich nicht, ein Handy macht es besser, aber vielleicht gibt es ja auch hier, wenn das Fahrzeug denn mal in Zukunft ein Klassikfahrzeug wird, auch ein Upgrade, wie das jetzt beim 996 neu rauskam. Bluetooth und so kann das natürlich alles schon. Wir haben auch das Multifunktionslenkrad, das heißt, wir können auch Anrufe annehmen und so weiter und funktioniert auch natürlich alles wunderbar. Und 997 hat natürlich auch die Lieblinge. Wir haben die coolen Getränkehalter, wie wir sie alle vermissen im 992. Und hier, das Fahrzeug hat auch noch eine Vorrichtung fürs Telefon, glaube ich, müsste das sein. Ja, braucht man halt heute nicht mehr. Wirklich noch ein Erbe aus einer ganz, ganz anderen Zeit. Ja, und beim 997 sieht man noch richtig Motor. Schon fast vergessen. Das ist auch derselbe Motor wie im 991.1. Der sogenannte DFI-Motor, Direct Fuel Injection, 3,8 Liter Maschine. Und man kann wirklich bis da ganz hinten durchsehen. Richtig cool, das mal wieder bei einem 11er zu sehen. Das ist halt was ganz anderes. Heutzutage sieht man da nur noch so zwei Lüfter und da sieht man richtig die beiden Zylinderbänke. Ja, und ich würde sagen, das hat sich mal richtig gelohnt, oder hier so ein etwas älteres Fahrzeug rauszuholen. 13 Jahre. Ich finde, es ist ein Auto wie aus einer ganz anderen Zeit. Es können auch 20 Jahre alt sein, so fährt es sich im Prinzip, aber es ist halt so unheimlich charmant. Und ja, auch ich verstehe, warum so viele Leute den 997 mögen. Es ist halt einfach ein witziges Fahrzeug. Im Vergleich zu den modernen Autos ist es natürlich nicht schnell, es ist auch mit sehr wenig Technik drin, fährt sich dafür aber mega genial. Ja, ich hoffe, euch hat das soweit gefallen. Hier mal wieder ein ganz anderes Video, ganz anderes Auto. Wenn das der Fall war, dann lasst einen Daumen oben da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, Allah, ciao!